Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute lassen wir mal das Intro komplett weg und kommen einfach mal direkt zum Punkt. Und zwar machen wir mal heute etwas ganz anderes, denn ich habe im Internet ein Polen-Quiz gefunden. Deswegen kann das vielleicht heute sogar ein bisschen lustig, ein bisschen spaßig werden. Und ja, wir werden uns gemeinsam dem Polen-Quiz unterziehen. Also ich sage auch von vornherein, ich habe mir die Fragen vorher nicht durchgelesen. Ich kenne die Fragen nicht, ich kenne keine Antworten oder sonst irgendetwas. Deswegen könnte das sehr spannend werden. Ich bin auch wirklich gespannt, welche Fragen da auf mich zukommen. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal gleich sofort damit an. Am Ende des Videos könnt ihr mir auch mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie viele Antworten ihr von den Fragen gewusst hättet. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Ja, dann nehme ich euch einfach mal mit bei mir auf meinem Bildschirm und dann fangen wir auch schon direkt an. So, jetzt müsstet ihr eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Also das ist hier die Seite www.bpb.de. Und dann gehen wir mal drauf. 1 von 10, also anscheinend sind das 10 Fragen. Und ja, dann fangen wir mal an. Schauen wir mal. Erste Frage. Mit welchem Land bildet Polen im 14. Jahrhundert eine Union? Ungarn, Litauen, Österreich, Deutschland. Das müsste eigentlich Litauen gewesen sein. Da bin ich mir eigentlich so gut wie sicher. Schauen wir, ups, was ist denn jetzt passiert? Ja, richtig, ja, war mir schon klar. Durch die Ehe von Ludwigs Tochter Jadwiga mit dem Großfürsten von Litauen, Jagiello, 1386 wurde eine polnisch-litauische Personalunion begründet. Okay. Hier gibt es auch polnische Geschichte von Anfang bis zur Wiederherstellung der Staatlichkeit 1918. Wird es jetzt immer zu den Antworten eine Quellenangabe geben? Okay, Piłsudski. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt bei jeder Antwort eine Quellenangabe gibt. Das wäre sogar sehr interessant eigentlich. Schauen wir mal, gehen wir mal weiter. Also die erste Frage schon mal richtig. Ja, gehen wir mal weiter. Wann war der Beginn des Warschauer Aufstandes? 1918, 1949, 1944 oder 1939? Auch da bin ich mir zu 100% sicher, dass es 1944 war. 1918 war Ende des Ersten Weltkrieges, 1939 Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und ja, das war 1944, das war ja kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Ja, ist auch richtig. Erläuterung. Die Heimatarmee löste am 1. August 1944 einen Aufstand in Warschau aus, um die sowjetischen Truppen als legitime polnische Macht empfangen zu können. Der Aufstand wurde bis zum 2. Oktober von der deutschen Besatzungsmacht niedergeschlagen, Warschau in Schutt und Asche gelegt. Damit war der letzte militärische Versuch gescheitert, eine von der Sowjetunion unabhängige Regierung und demokratische Staatsform nach der absehbaren Befreiung von der deutschen Herrschaft zu etablieren. Und schaut mal, hier gibt es sogar auch noch eine Quellenangabe. Also anscheinend wird das jetzt bei jeder Frage eine Quellenangabe geben. Ey, das ist ja cool. Also da hat sich der Verfasser dieses Quizzes echt was echt Geiles einfallen lassen. Also ich finde das sowieso immer geil, wenn es immer zu den Antworten immer eine Quelle gibt. Dann kann man auch immer sofort nachlesen alles, falls das Thema einem interessiert. Also ich finde das richtig cool, echt geil. Also schon mal 2 von 10 Fragen richtig. Ja. Gehen wir mal weiter. Was ist nach dem Wortlaut der Verfassung der Volksrepublik Polen das höchste Staatsorgan? Solidarność, Session, Sejm, Samborona. Ja, das ist die Sejm. Sollte zumindest die Sejm sein. Da bin ich mir eigentlich auch zu 100% sicher. Ja, richtig. Das Parlament setzt sich aus den 2 Kammern, Sejm und Senat, zusammen. Die wichtigere der beiden Kammern des Parlaments, der Sejm, zählt 460 Abgeordnete. Sie werden auf 4 Jahre in allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlen gewählt, wobei die Verfassung, Artikel 96 Absatz 2, Verhältniswahlen vorschreibt, das genaue Wahlsystem allerdings offen ist. Ja, typische Politik, sehr interessant. Okay,
schon mal 3 Fragen richtig, also das sind ja schon mal ja, knappe 30%. Ja, die Fragen waren bisher so mittelmäßig, würde ich jetzt sagen, also oder, ja, mittelmäßig bis leicht eigentlich, zumindest für mich. Schauen wir mal weiter, was da jetzt noch weiter auf einen zukommt. Die 4. Frage. In welcher Stadt befindet sich der Kultur- und Wissenschaftspalast? Posen, Warschau, Krakau oder Łódź? Also ich kann euch zu 100% sagen, es ist nicht Łódź, denn ich wohne in Łódź und da gibt es keinen Kultur- und Wissenschaftspalast. Ja, das wird Warschau sein, da bin ich mir eigentlich auch zu 100% sicher. Übrigens, der Kultur- und Wissenschaftspalast war bis vor kurzem sogar das größte Gebäude in Polen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt das größte Gebäude aus Europa ist, aber zumindest in Polen war das größte Gebäude. Und jetzt gibt es in Polen ein größeres Gebäude und das ist der Warsaw Tower. Der ist noch größer wie der Kultur- und Wissenschaftspalast und mittlerweile ist das jetzt das größte Gebäude aus ganz Polen. Schauen wir mal. Der Kultur- und Wissenschaftspalast ist auch übrigens damals noch aus der Sowjetzeit entstanden, meines Wissens nach. Das war ein Geschenk von Josef Stalin damals. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nagelt mich da jetzt bitte nicht fest, wenn das jetzt nicht der Wahrheit entspricht. Aber die Antwort ja war richtig, wie gesagt, war ich mir eigentlich ganz sicher. Der Kultur- und Wissenschaftspalast gilt als ein Wahrzeichen Warschaus. Darin befinden sich unter anderem einige Kinos, Theater, Museen. Er ist das einzige komplette erhaltene Baudenkmal der Architektur des sozialistischen Realismus und ein Dokument der ersten Periode des Wiederaufbaus der Stadt. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Hier gibt es auch eine Quelle dazu. Werde ich mir mal später, nach dem Quiz werde ich mir das mal später mal ein bisschen durchlesen, weil ich interessiere mich eigentlich sehr für Geschichte. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also schon mal 4 Fragen richtig. Wir sind schon mal fast bei 50%, also 40% richtig. Wie heißt der ehemalige Führer der Solidarność-Gewerkschaft? Lech Walesa, Wojciech Jaruzelski, Bolesław Chrobry, Lech Kaczynski. Lech Kaczynski nicht, das war der ehemalige Präsident Polens, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der leider bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Das war meines Wissens nach Lech Walesa. Oh, bin ich mir zu 95% sicher. Ich bin mir jetzt nicht zu 100%, aber 95% sicher. Ja, richtig. Der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Lech Walesa war von 1980 bis 1990 Führer der Gewerkschaft Solidarność und von 1990 bis 1995 Staatspräsident Polens. Ja, okay, schon mal 50% richtig. Habt ihr bis jetzt auch die Fragen soweit beantworten können? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wie weit ihr da bis jetzt gekommen seid. So, gehen wir mal weiter. Wann wurde die Universität Krakau gegründet? Oh, okay, das ist jetzt eine ganz spezielle Frage. Wann wurde die Universität Krakau gegründet? 1647, 1364, 1541 oder 1700? Boah, also das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Also ich bin jetzt am Schwanken zwischen 1364 und 1541. 1541, weißt du was? Ich bin mir da wirklich jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde jetzt mal 50-50 sagen. Also wenn ich jetzt hier einen Joker hätte, 50-50 Joker, also ich schwanke zwischen 1364 und 1541, ich nehme aber mal 1364, schau mal. Oh, richtig, schau mal an. Erläuterung, die Jagiellonen-Universität in Krakau wurde im Jahr 1364 gegründet, als Polen einen geistigen, kulturellen Aufschwung erfuhr. Sie ist die älteste polnische und nach der Karls-Universität Prag zweitälteste Universität in Mitteleuropa. Wow, das wusste ich jetzt nicht. Zu ihrer berühmtesten Absolventen zählen der Astronom Nikolaus Kopernikus und Papst Johannes Paul II. Okay, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Interessant.
weiter. Also schon mal 60% richtig. Ja, schauen wir mal weiter, was hier Fragen aufkommen. Also die Fragen, die werden immer schwieriger. Also von Anfang bis jetzt, also Step für Step, zumindest für mich waren die immer so ein bisschen schwieriger, obwohl die ersten 3 relativ leicht waren, aber danach ja, waren die so mittelmäßig. Gehen wir weiter. Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort Generation JP2? Generation Junges Polen 2, Generation Johannes Paul 2, Generation Junge Pioniere 2, Generation Just Poland 2. Also Generation Just Poland schließe ich jetzt mal ganz aus. Was verbirgt sich hinter dem Schlagwort Generation JP2? Ich bin mir auch jetzt nicht da ganz zu 100% sicher. Aber Junges Polen 2, Johannes... Nee, das wird Johannes Paul 2 sein. Das ist ja jetzt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Raten wie Wissen. Ich versuch's mal. Ach, richtig, okay. Der Begriff entstand, als Papst Johannes Paul II. Im Sterben lag. Sein Tod war für viele junge Polen wie der Verlust eines Verwandten. Sie hatten eine Autorität verloren, die sie durch das ganze Leben begleitet hatte und die gerade auf den Dialog mit Jugendlichen großen Wert gelegt hatte. Okay, aber hier muss ich zugeben, das war jetzt ein bisschen mehr, das war jetzt kein Wissen, das war wirklich ein bisschen mehr jetzt geraten, ehrlich gesagt. Wie hoch ist das monatliche Durchschnittseinkommen eines Polen? Okay, das ist aber jetzt eine ganz, ganz fiese Frage. Jetzt müsste man wissen, wirklich wissen, aus welchem Jahr das Quiz ist. In den letzten 2 Jahren ist ja der Lohn komplett durchgeschossen. Durchschnittseinkommen, okay, ist das jetzt wirklich der komplette Durchschnittseinkommen oder ist das jetzt der Medianwert? Ja, aber okay, hier steht ja Durchschnittseinkommen. Also, okay, ich nehme jetzt einfach mal wirklich die Frage, wie die hier steht. Durchschnittseinkommen. 830 Euro, 1120 Euro, 680 Euro, 980 Euro. Ja, okay, das ist wirklich eine fiese Frage. Also 1120 Euro schließe ich jetzt wirklich mal ganz aus, also Durchschnittseinkommen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jetzt auch brutto ist. Das steht ja auch nicht, okay, das ist jetzt wirklich eine ganz fiese Frage. Ich schwanke zwischen 830 und 980 Durchschnittseinkommen. Also der Durchschnittseinkommen jetzt liegt bei derzeit über, was sind denn jetzt der Durchschnittseinkommen? 5.000 irgendwas? Bei 5.000 irgendwas, das ist Durchschnittseinkommen 5.500. Okay, 5.500, doch, da kommen wir schon fast auf die, okay, ist nicht ganz 1.100. Doch, 1.100 könnte es sein, aber das ist jetzt relativ frisch. Lassen wir das mal weg. Also, ich schieße jetzt einfach mal 980. Keine Ahnung. Also, es ist wirklich eine ganz fiese Frage. Ja, keine Ahnung. 980. Falsch, okay. Erläuterung. Ein durchschnittlicher Pole verdient im Jahr 830 Euro. So lebt Jan Kowalski. Schauen wir mal. Aus welchem... Schaut mal, der Beitrag ist aus 2009, ey. Also wenn jetzt der Quiz aus 2009 ist, nee, kann gar nicht sein. Ja, okay, also Beitrag ist jetzt aus 2009, dann ihr wisst, was ich meine. Da brauchen wir jetzt auch gar nicht, denke ich, weiter drauf eingehen, was für Preise da jetzt durch die Gegend schießen. Okay, ja, also aktuell ist das Durchschnittseinkommen wesentlich höher wie 830 Euro. Ja. Gehen wir mal weiter. Also, was waren das? 7 Fragen hatte ich jetzt, glaube ich, richtig. Ne? 7, eine ist bis jetzt falsch, also 70% schon mal richtig. Gehen wir weiter. Welche katholische Radiostation wird von Tadeusz Rzycek geleitet? Also ich bin ganz ehrlich, den Namen habe ich noch nie gehört. Radio Josef, Radio Maria, Radio Vatikan, Radio Johannes Paul II. Aber ich habe schon mal von Radio Maria gehört. Und ich verbinde das jetzt mal einfach durch logische Zusammenschlüsse. Einfach, dass es wahrscheinlich Radio Maria sein wird, aber das ist jetzt auch, ehrlich gesagt, mehr Raten wie Wissen. Wie gesagt, ich habe nur mal von Radio Maria gehört. Ja, okay, wird jetzt richtig sein. Erläuterung.
Tadeusz Ricek ist der Gründer und Leiter des katholischen Radiosenders Radio Maria. Der polnische katholische Radiosender besitzt eine recht zweifelhafte Popularität, denn das Radio bringt sich vor allem durch seinen Nationalismus sowie antisemitische und rassistische Inhalte in die Schlagzeilen. Okay. Ich kenne Radio Maria, also ich kenne jetzt Radio Maria, dass es Radio Maria gibt. Ich habe noch nie Radio Maria gehört oder sonst irgendetwas, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier wieder ein bisschen mehr, ja, wie soll ich das sagen, mehr wieder so ein deutscher Nationalismus ist, wie das ja immer so gerne dargestellt wird. Also wenn man ja, in Deutschland wird man ja schon als Nationalist hingestellt, wenn man sagt, man ist stolz auf seine Nation. Deswegen, also keine Ahnung, ich kenne Radio Maria nicht, habe noch nie reingehört. Werde ich mir vielleicht mal später durchlesen, ob das wirklich der Wahrheit entspricht oder vielleicht wirklich mal in den Radiosender reinhören, wenn ich ihn irgendwie empfangen kann, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr konservativer Radiosender ist. Ja, ist halt ein katholischer Radiosender und ja, schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall richtig, ja. 10. Frage. Welcher bekannte polnische Regisseur wurde im Jahr 2000 mit dem Oscar ausgezeichnet? Piotr Czaskalski, Andrzej Wajda, Krzysztof Komeda, Roman Polanski. Also ich würde jetzt sagen Roman Polanski, das ist meines Wissens jetzt auch eigentlich der einzige polnische Regisseur, der irgendwie international weit verbreitet ist. Okay, Andrzej Wajda kennt man vielleicht auch, aber so wirklich international ist eigentlich Roman Polanski. Ist da schon, denke ich, so der bekannteste. Also ich würde jetzt einfach mal sagen Roman Polanski. Falsch, okay. Erläuterung. Andrzej Wajda ist ein bekannter polnischer Regisseur, ja okay, der im Jahr 2000 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Aber für welchen Film denn? Okay, das google ich jetzt mal. Also er erhielt einen Ehren-Oscar. Okay, jetzt gehe ich mal hier drauf. Was ist denn jetzt hier ein Ehren-Oscar? Okay. Okay, okay, das sind also... okay, das gehen wir mal hier 2000. Wo war das? Hier 2000. Andrzej Wajda für sein Lebenswerk. Okay, also der hat jetzt keinen Oscar für einen Film gekriegt, sondern für sein Lebenswerk. Der lebt auch mittlerweile eigentlich nicht, der Andrzej Wajda. Ja, aber okay, für sein Lebenswerk. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das auch. Ja. Weiter. Ja, schaut mal, 8 richtige Antworten von 10. Sehr interessant, also da waren wirklich spannende Fragen bei. Einige waren relativ leicht, aber hier waren einige Fragen, die da schon zum Grünen waren. Bei der einen oder anderen habe ich wirklich geraten, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte, so 6 war ich mir eigentlich, bei 6 Fragen war ich mir eigentlich zu 100% sicher. 2 habe ich mehr oder weniger geraten, ja, und 2 sind falsch. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht, dieses Quiz, also sehr interessant. Ja, würde mich mal interessieren, wie ihr dieses Quiz fandet und wie viele Fragen ihr richtig oder falsch hattet. Hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren und schreibt mir auch mal bitte, welche Fragen ihr richtig oder falsch hattet. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr Spaß dabei hattet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!